Hi friends who are complete in Christ, Hallo Freunde, die in Christus vollkommen sind, but incomplete outside of Christ. aber unvollständig außerhalb von Christus. So look, he says we are completely filled with God as Christ's fullness overflows within us. Schau, er sagt, wir sind vollständig von Gott erfüllt, da die Fülle Christi in uns überfließt. You know, I like the idea of overflow. Ich mag den Gedanken des Überfließens. Do you know what that means? Weißt du, was das bedeutet? It means it's not only for yourself, but it's for the others. Das heißt, dass es nicht nur für dich selbst ist, sondern auch für die anderen. So look at this. Also schau, You find your completion in Jesus Christ, that's for you. du findest deine Erfüllung in Jesus Christus. Das ist für dich. You're satisfied, you're happy, you're full of joy, life is amazing. Du bist zufrieden, voller Freude, glücklich, das Leben ist herrlich. But now, because you're so completely filled, Aber da du nun so völlig erfüllt bist, that you are way too small to contain it all. bist du viel zu klein, um das alles aufzunehmen. Because God is so huge and you are so small. Denn Gott ist so riesig und du bist so klein. So what happens if I take a 10-liter bucket of water Was passiert, wenn ich einen 10 Liter Eimer Wasser nehme and I dump the entire 10-liter bucket into 1 cup of half a liter? und den ganzen Eimer voll Wasser in eine Tasse schütte, die nur 1,5 Liter fasst? It spills everywhere. Es läuft total über. That's the picture here. Das ist das Bild hier. Because we found our completeness in Him, we are so completely filled with God Weil wir unsere Erfüllung in ihm fanden, sind wir so voll von Gott, that now Christ's fullness overflows from within us. dass jetzt die Fülle Christi aus unserem Innern überfließt. Doesn't this take you immediately to John chapter 7? Erinnert dich das nicht sofort an Johannes Kapitel 7? Here's what Jesus said. Dort sagt Jesus, He who believes in me, as the scriptures say, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, out of his body will flow rivers of living water. aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. So look at this. Also schau, If you believe in Jesus, as the scriptures say, wenn du so, wie die Schrift sagt, an Jesus glaubst, many people have translated that passage in John 7 like this. viele haben diesen Vers so übersetzt. If you believe in me, Wenn ihr an mich glaubt, as the scriptures say, out of your body will flow rivers of living water. wie die Schrift gesagt hat, werden aus eurem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen. Search all of the scriptures, Suche das mal in der ganzen Schrift and you will never find it written in the scriptures that out of your body will flow rivers of living water. It's not in the scriptures. und du wirst keine Stelle finden, in der es heißt, dass aus deinem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen werden. Das steht nicht drin. So obviously Jesus didn't say it this way. Also hat Jesus es offensichtlich nicht so gesagt, Here's what he said. sondern er sagte, He who believes in me, as the scriptures say. wer an mich glaubt, wie die Schrift mich beschreibt, So what do the scriptures say about Jesus? was sagt denn die Schrift über Jesus? Bright morning star, Heller Morgenstern, lily of the valley, Lilie der Täler, bread of life, Brot des Lebens, Emmanuel, God with us. Immanuel, Gott mit uns. He's everything. Er ist alles. He's our new covenant. Er ist der neue Bund. So as you believe in him, as the scripture said, meaning he's absolutely everything. Wenn du also an ihn glaubst, wie die Schrift ihn beschreibt, das heißt, er ist absolut alles. That's when it flows out of you. Dann fließt es aus dir heraus. So as you find your completeness in him, because that's what the scripture says we need to do, Wenn du also deine Erfüllung in ihm findest, denn das sollen wir der Schrift nach tun, you will be so filled with God wirst du so erfüllt sein mit Gott, that now Christ's fullness spills out of you. dass nun die Fülle Christi aus dir überfließt. Listen, people. Hör zu. I found out that the world is hungry and thirsty. Ich habe festgestellt, dass die Welt hungrig und durstig ist. And at the same time, the world is so overly full and sick and tired of religion. Und gleichzeitig ist sie so übervoll von Religion, dass sie ihr zum Hals raushängt. Hungry and thirsty for the true life of Jesus. Aber hungrig und durstig nach dem echten Leben von Jesus. As we live our lives, Wenn wir so leben, overflowing with Christ's fullness flowing out of us, dass Christi Fülle aus uns herausfließt, do you know what's going to happen? weißt du, was dann passiert? That the hungry and thirsty, they will come to drink. Die Hungrigen und Durstigen werden kommen, um zu trinken. But if religion flows out of us, they will run from us. Aber wenn Religion aus uns rausfließt, werden sie vor uns davonlaufen. So my friend, Also, mein Freund, you have to find the completion in him, even if it's not for you, but it's needed for the other people. du musst deine Erfüllung in ihm finden, wenn schon nicht für dich,
so brauchen es doch die anderen so sehr. And then Paul says this. Dann sagt Paulus, He is the head over every kingdom and authority in the universe. er ist das Haupt eines jeden Reiches und jeder Autorität im Universum. Do you know whenever the Bible speaks about head, it speaks of authority. Immer wenn die Bibel vom Haupt spricht, spricht sie von der Autorität. So listen, my friend. Also hör zu, mein Freund. The authority over every single kingdom in this world is in Jesus Christ alone. Die Autorität von jedem einzelnen Reich dieser Welt ist in Christus allein. But Reinhard, Aber Reinhard, if he is the authority over every kingdom and authority in the universe, why is this world in such a mess? wenn er die Autorität über jedes Königreich und jede Autorität im Universum ist, warum ist die Welt denn in so einem Zustand? Him and me actually had a conversation about this morning. Darüber haben er und ich uns erst heute Morgen unterhalten. Do you know why? Weißt du warum? Because even though he is the legal authority over every kingdom and authority in the universe, Denn obwohl er die rechtmäßige Autorität über jedes Reich und jede Macht im Universum ist, he has handed it over to us men, and he's not going to exercise his final authority until he comes back. hat er sie doch uns Menschen übergeben und er wird seine letztendliche Autorität nicht ausüben, bevor er wiederkommt. This is what he clearly wrote in the Bible, and he's sticking to that. Das hat er klar in die Bibel geschrieben und daran hält er sich fest. So only one day, Erst eines Tages, when Jesus Christ comes back and exercises that authority that already belongs to him, wenn Jesus Christus wiederkommt und die Autorität ausüben wird, die bereits ihm gehört, that's the day when every knee will bow and every tongue will confess that he is the Lord. ist das der Tag, an dem jedes Knie sich beugen und jede Zunge bekennen wird, dass er der Herr ist. Until then, he holds back from exercising that authority. Bis dahin hält er sich zurück, diese Autorität auszuüben. All the time weeping and crying over the mess that we make. Dabei weint er die ganze Zeit wegen dem, was wir anrichten. And shouting to his own sons to manifest themselves and express his kindness and loving authority. Und ruft seinen Kindern zu, offenbar zu werden und seine Güte, Liebe und Autorität zum Ausdruck zu bringen. So use your authority as a son of God to then express his goodness around you. Also nutze deine Autorität als Kind Gottes und verbreite seine Güte um dich herum. And thank you so much for listening to us. Und vielen Dank fürs Zuhören. See you tomorrow. Bis morgen.